Cool Summer? Was ist Cool Summer? Cool Summer ist der neue Look, der entworfen wurde von der Schminkschule aus Aachen unter der Leitung von Frau Malu Wils. Natürlich auch mit Your Kosmetik. Das Tolle an dieser Your Kosmetik, deswegen lieben wir die so. Sie kreiert keine neuen Farben und einen neuen Look, den man dazu kaufen muss, sondern sie nimmt die bestehenden Farben, die es gibt, und kreiert ganz viele neue Looks aus diesen einzelnen Farben. Und Miri zeigt euch auch gleich, welche Sachen ihr mischen könnt. Vom Shiny Powder über den Lippenstift, über Eyeshadow, um diese neue Farbe und den neuen Glanz, den Cool Summer, zu bekommen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Miri, die euch den Cool Summer zeigt. Hallo ihr Lieben, ich bin Miri und heute zeige ich euch den Cool Summer Look. Aber was ist das überhaupt? Ich zeige es euch. Gesehen? Kriegen wir hin, oder? Ich denke auch. Aber wie fangen wir an? Mit den Augen. Dazu benutzen wir zuerst das Camouflage-Puder, Creme von Yours. Und zwar, damit es für euch auch einfacher ist, gehen wir ausnahmsweise mal mit den Fingern in die Camouflage rein und verteilen es auf das komplette Lid inklusive bis zur Augenbraue. Normalerweise machen wir das natürlich nicht und nehmen das per Spachtel raus, aus hygienischen Gründen bei uns. Aber für den Hausgebrauch geht das ruhig. Als nächsten Schritt nehmen wir das Shiny Powder 09. Hat einen leichten Fliederton. Das sieht man leider so gar nicht so genau, aber du siehst meine Fingernägel, die sind ungefähr in dieser Farbtonart. Seid vorsichtig beim Auftragen. Das glimmert und glitzert ganz schön dolle. Ihr könnt ja immer wieder nachlegen und das ist auch das Wichtige, legt es nach, tupfend und nicht streichend. Benutzt hierfür am besten einen schönen platten Pinsel, wie diesen hier, und tupft den lilafarbenen Schein so richtig über das Augenlid bis hin zur Lidfalte. So, beide Augen sind fertig. Als nächstes benutzen wir von der Dreierpalette den Eyeshadow mit den wunderschönen Fliederton, der einfach perfekt dazu passt. Wie tragen wir den auf? Auch hier bitte vorsichtig. Dieser schöne Farbton ist stark pigmentiert und tastet euch langsam ran, weil alles wieder abnehmen ist ein bisschen mühselig. Drauf geht immer. Schön von der Mitte arbeiten, einmal nach außen, leicht nach innen. Ihr seht schon, dieser Glow-Effekt von eurem Puder kommt durch. Das macht es besonders. Und ihr seht auch, wie stark und intensiv diese Farben sind. So. Das Schönste dabei ist immer, damit die Übergänge wunderschön werden, immer ein bisschen verteilen mit einem möglichst breiten Pinsel. Da kann man schön in kreisrunden Bewegungen ein bisschen einarbeiten.
so dass die Übergänge feiner werden. Und das Ganze aussieht wie vom Profi. Beide Augen haben jetzt einen wunderschönen fliederfarbenen Look. Aber so wäre es langweilig, oder? Da fehlt doch noch was. Richtig. Und zwar das Shining Powder Nummer 8. Quatsch, 6. Das Shining Powder Nummer 6 ist relativ hell, weißlich, aber garantiert dir den Look vom bisschen besonders und frischer zu machen und lässt deine Augen einfach ein bisschen mehr strahlen als das lilafarbene Puder und Eyeshadow, was du bisher drauf hast. Auch hier ist es wieder wichtig, dass feine Pigmente sind, die sehr stark konzentriert sind. Fang langsam an, arbeite dich hoch. Mehr geht immer, weniger abnehmen wird schwierig. Aber der Effekt ist leider geil. Du siehst, ich setze es richtig schön in der Mitte an. Es darf auch ruhig ein bisschen intensiver sein. Ist ja eine helle Farbe und wir haben ja vorher viel dunkle Farbe drauf getan. Es bleibt auch hier vorne Richtung Nase. Im vorderen Drittel des Auges. Ich glaube, jetzt sieht man schon ganz schön gut einen Unterschied zwischen dem Auge, das viel offener wirkt, als zu dem hier. Und damit das Ganze noch ein bisschen das Besondere kriegt, verblenden wir das natürlich auch vorsichtig leicht Richtung nach außen. So, fertig. Das zum Thema Augenlid. Jetzt geht es weiter mit dem Augenunterlid. Dazu benutzen wir, und das macht nicht jeder, den Eye Pencil von Yours. Und zwar die Nummer 7. Ja, der Lip Pencil, sorry. Der kommt natürlich eigentlich an die Lippen, heute vielleicht später auch. Jetzt erstmal ans Auge. Ihr könnt ihn nämlich auftragen wie ein Kajal. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht in die Wasserlinie kommt, sondern schön am Wimpernkranz entlang geht, damit wir den hinterher natürlich auch wieder verblenden können. Ist der noch zu spitz, weil ihr den zufällig gerade neu habt, achtet darauf, dass ihr den vorher ein bisschen auf eurer Handfläche abmalt, damit ihr nicht aus Versehen das Auge piekst. Dann tränt das, das wollen wir nicht. Wir wollen ja immerhin strahlende Augen und keine weinenden. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Ja, es sieht jetzt gerade sehr rot aus. Das ist aber kein Problem, denn auch das verblenden wir ein bisschen. Das ist dann fast wie ein Eyeshadow, nur ein bisschen punktueller. Ihr seht, jetzt ist schon diese harte Linie verschwunden. Beide Augen sind soweit gleich. Was machen wir jetzt? Das Auge wirkt jetzt wieder ein bisschen gedrungener. Deswegen gehen wir mit unserem weißen Eye Pencil, das ist die Nummer 8, dieser hier, auf die Wasserlinie von den Augen. Achtet bitte auch hier wieder dabei, den vorher ein bisschen rundlicher zu machen, dass er nicht so ganz spitz ist, damit es euch einfach nicht verletzt.
Und offener ist es schon. Zweite Auge. Fertig. Ich hoffe, du kamst bisher klar. Ansonsten haben wir alles nochmal Step by Step verlinkt für dich, dass du alles wiederfinden kannst. Generell hast du Fragen, ruf bei uns an, kein Problem. Wir beantworten die. Wie machen wir weiter? Jetzt werden erstmal die Wimpern getuscht. Auch hier hat Yours natürlich ein klasse Mascara dabei. In Schwarz. Ich glaube, das ist eine Gefühlssache mit dem Mascara auftragen. Das kennst du wahrscheinlich. Mit einem kommt man super klar, mit dem anderen nicht so. Der eine macht es so, der andere macht den Mund auf, der andere lässt ihn zu. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Wimpern haben wir getuscht, jetzt ist das Auge ein bisschen ausdrucksstärker. Jetzt hast du die Wahl, entweder entscheidest du dich dafür, nochmal Kunstwimpern draufzusetzen, um das Volumen einfach noch ein bisschen zu intensivieren. Machst du das nicht, weil viele der Aufwand einfach morgens früh schon zu groß ist, kannst du auch einen schönen Eyeliner-Strich ziehen. Und zwar hat auch hier Yours in einer Farbpalette die Wahl zwischen Grau, Anthrazit und Schwarz. Eigenes Gefühl, wie du dich am wohlsten fühlst. Es gibt Menschen, die fangen von außen an und ziehen den Eyeliner nach innen. Ich persönlich mache es einfach Ewigkeiten schon so, dass ich von innen anfange und erstmal wirklich nur den Wimpernkranz nachgehe. So, das war's schon. Die Seite steht, die andere folgt noch. Das war es schon zu den Augen. Wie gesagt, du kannst selber so aussuchen, ob du noch Kunstwimpern vorher draufgeklebt hast oder nicht. Dementsprechend werden die Wimpern natürlich oder das gesamte Auge noch ein bisschen mehr betont durch den harten Kontrast zu dem Schwarz. Als nächstes machen wir uns noch die Augenbrauen. Hierfür gibt es auch von Yours eine Augenbrauenpalette. Sieht wie folgt aus. Auch eben wieder dunkelbraun, Anthrazit, hellbraun. Dazu einen perfekten Pinsel, um das Ganze aufzutragen. Ich benutze die ja schon die ganze Zeit als Spiegel, also man kann sich auch komplett damit schminken. Mit diesem Spiegel, der ist echt gut, um einfach mal in der Tasche mitzunehmen, wenn man sonst kleinen hat. Ich habe selber den dunkleren Farbton gewählt, weil ich ja auch dunklere Haare habe. Und ziehe erstmal jetzt einfach einen Strich und lasse es nach hinten locker auslaufen. Und das, was ich schon drauf habe, verblende ich jetzt erstmal ein bisschen nach oben. Du siehst wenig Produkt und trotzdem jede Menge Farbe schon drauf. Liegt daran, dass es einfach sehr stark pigmentiert ist. Mit dem Rest gehe ich dann vorne hin. Achte darauf, dass du immer relativ mittig in der Augenbraue anfängst und nicht direkt vorne, damit du eben nach vorne hin heller werden kannst und keinen Balken hinterher versehentlich geschminkt hast. So, Augenbrauen stehen auch. Du siehst, die Augenbraue relativ dunkel. Danach ist das Camouflage, was wir zu Beginn nehmen, was einfach die Augenbraue erhebt und das Auge strahlend lässt. Ne? Deswegen war das Camouflage unter anderem auch so wichtig für den Anfang, damit einfach das Auge weiterhin offen bleibt. Wie machen wir weiter? Gute Frage. Make-up. Wir sind jetzt mit dem Make-up dran. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr noch unsicher seid, die Augenbrauen so zu ziehen, wie ich das jetzt getan habe.
könnt ihr auch das Make-up zuerst machen. Da könnt ihr nämlich dann immer noch ein bisschen mit Camouflage kaschieren, ob ihr jetzt eine andere Augenbrauenform, ob das jetzt bei euch anders aussehen soll, ist auch möglich. Also, das könnt ihr euch aussuchen. Ihr habt den Vorteil, wenn ihr vorher das Make-up drauf tut, dass ihr das noch ein bisschen verbessern könnt. Und ihr habt den Vorteil, dass dieses Puder, dadurch, dass die Härchen auch enger an der Haut sind, das Puder ein bisschen mehr wirkt. Ich persönlich mag es lieber so, deswegen mache ich es so rum. Ja? So, trotz allem kommt als nächstes unser Make-up. Und zwar die Nummer 3. Ich habe es jetzt gerade mal gesucht. Seht ihr auch immer ganz gut hier unten an den ganzen Produkten von Yours. Ist alles ausgezeichnet, damit man immer genau weiß, welche Farbe fehlt einem jetzt, um den neuen Look zu kreieren, wenn ihr den nicht schon habt. So, hierfür nehme ich ein bisschen Make-up. Ich arbeite gerne mit einem platten Pinsel. Viele arbeiten auch gerne mit einem Make-up-Schwämmchen. Schaut, was ihr zu Hause habt, womit ihr euch wohlfühlt. Das ist die Hauptsache. So. Ich werde hier jetzt gerade nur eine Seite mit dem Make-up abdecken, weil ich euch noch ein anderes Puder zeigen möchte, das wir jetzt seit kurzem da haben und auch nicht für lange Zeit. Deswegen nur die eine Gesichtshälfte. Vergesst auch hier diesen Übergang nie in den Hals mit einzustreichen, weil viele Leute vergessen das leider oder durch das Licht sieht man es nicht so genau. Dann hat man hier immer sehr schnell eine Kante, die man eigentlich gar nicht will. Okay? So als kleiner Tipp nebenbei. Besser einmal drüber, zu viel als zu wenig und hinterher den ganzen Tag mit einer Kante rumlaufen. Warum mache ich nur die eine Seite? Ich habe es jetzt eben schon gesagt. Ich habe aktuell das Puder von Rimpla. Das ist das Royal Finish. Es ist ein Cake Powder. Und zwar hat es alles drin, was man so braucht. Von Concealer bis hin zum Puder, zum Make-up. Also wenn man mal so richtig einen engen Tag hat, ist das eigentlich the must-have, weil ihr seid in ein paar Sekunden fertig mit dem ganzen Gesicht. Ich habe jetzt hier ein bisschen was auf dem Finger und decke das hier, weil ich leider dazu neige, relativ dunkle Augenringe zu entwickeln. Erstmal schon mit dem Finger ein bisschen ab. Ihr seht direkt den Unterschied. Bringt was. Und nehme jetzt den Pinsel, ebenfalls einen Plattenpinsel mit dem Cake Powder und gehe auch hier über das ganze Gesicht erst so ein bisschen überall was hintupfen. Auch hier wieder drehende Bewegung, um es richtig schön einzuarbeiten. Mattiert auch direkt. Ist für mich ein absolutes Must-have geworden. Und damit wäre die Seite dann quasi auch schon fertig. Passt sich übrigens jedem Hauttypen an. Es gibt es nur in dieser einen Farbe, weil es sich einfach überall anpasst. Auch wenn man sehr braune Haut hat, kann man dieses wunderbar verwenden, keine Scheu. Bei uns steht auch ein Tester zur Verfügung, wenn ihr dem Ganzen nicht so vertraut wie ich, ehrlich gesagt, am Anfang. Aber jetzt bin ich ein absoluter Fan. Auf dieser Seite, weil das haben wir hier noch nicht gemacht, nochmal ein bisschen Concealer. Und zwar etwas vorne und einen leichten Strich nach hinten. Und auch den können wir dann natürlich einarbeiten, verteilen. Seid ihr fertig damit?
nehmt ihr noch etwas Kompaktpuder auf euren breiten Pinsel, tupft ihn ein bisschen, dass es in die Härchen einsickert und ihr nicht direkt das ganze Puder auf einer Stelle habt. Wäre ja schade. Und geht nochmal überall da ab, wo das Make-up war, um es ein bisschen abzupudern. Ich mache das jetzt natürlich nur auf der einen Seite, weil ich auf der anderen Seite das Royal Finish drauf habe, was schon ein Puder ist. Eine Sache fehlt noch, die Lippen. Für die Lippen verwenden wir 3 Dinge. Und zwar unser Lip Pencil, den wir eben schon mal für die Augen benutzt haben. Und 2 Lippenstifte, und zwar den Yours Nummer 11 in diesem Farbton. Es ist so ein bisschen dunkelbeerig. Und den Yours in Weiß. Das ist der Nummer 16. Aber wieso denn jetzt 2 Lippenstifte? Ganz einfach, auch die kann man bei Yours zusammen mischen. Ich zeige euch gleich auch wie. Beginnen tun wir aber mit dem Lip Pencil. Und zwar gehen wir einmal an unserer Lippenkontur entlang. Und zwar von außen nach innen. So verzieht ihr nicht so leicht. Habt ihr das fertig? Folgt das Spannende. Und zwar, dieser Lippenstift wäre für dieses Make-up deutlich zu dunkel. Wir nehmen ein bisschen was ab. Ich mache das jetzt hier so, weil ich nicht mit diesem Lippenstift an meine Lippen gehen möchte. Da sollen ja auch noch Kunden mit geschminkt werden. Nehme dann auch noch was von diesem hellen Lippenstift. Einen schmalen Pinsel, am besten solch einen. Vermische die beiden Farbtöne miteinander und so kreiere ich einen wundervollen, ja, zarten Rosaton. Diesen hier. Und den werde ich jetzt natürlich auch auftragen. Das war's schon. Ging doch eigentlich ganz leicht, oder? Alle Fragen? Ich weiß, der Dirk schafft es, hier einzublenden. Und ansonsten, ihr seid immer herzlich willkommen bei uns. Und das war schon das neue Summer Special von Yours. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es hat euch geholfen, die kleinen Tipps und Tricks einzubringen im Alltag, damit es einfach schneller geht. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, euch auszuprobieren, falls ihr mehrere Farbtöne habt und sie kombinieren möchtet. Bis dann, wir sehen uns. Tschö!